das Leben ist. Dein Wort schenkt den Sieg. Dein Wort bringt Veränderung. Gelobt ist dein heiliger Name. Im Namen Jesus. Amen. Heute wollen wir auf uns eine Aufgabe nehmen. Und diese Aufgabe ist nicht nur für uns in diesem Raum, es ist auch für alle in der ganzen Welt. Wir sind zwar die Living Water Gemeinde hier auf der Angerstraße, wir gehören aber zu einem Leib in der ganzen Welt. Wir gehören zu einer großen Familie. Ja, wir haben zwar verschiedene Namen, aber wir haben einen Gott und wir haben einen Geist. So, das, was heute gepredigt wird, ist für jede Gemeinde. Es gibt eine Bibelstelle, die ich euch vorstellen will, die ich euch vorstellen will. Es ist Jesaja Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Das sind Bibelstellen, die wir bei unserer Zion-Konferenz immer vorlesen, weil es eine prophetische Aussage ist über die Gemeinde Gottes. Jesaja Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Nicht das Wort, das er hörte, sondern das Wort, das er schaute. Mein Gebet ist es heute, dass du nicht nur Worte hörst, dass du Worte siehst. Hast du dir schon mal festgestellt, wenn jemand dir etwas erklärt und wenn du endlich es kapierst, dann sagst du, oh, auf Englisch, I see, ich sehe. Es ist bei dir wirklich angekommen. So, mein Gebet ist nicht, dass du Deutsch hörst. Mein Gebet ist es, dass das Wort Gottes bei dir ankommt. Nun, dieses Wort hat er gesehen über Juda und Jerusalem. Unser Thema heute ist es: Was ist das Geheimnis einer lebendigen Gemeinde? Wenn ich von der lebendigen Gemeinde sage, ich meine Leib Christi. Was ist das Geheimnis? Was ist die Sache, dass die Gemeinde Gottes lebendig machen wird? Nun müssen wir das Wort lebendig definieren. Weil lebendig konnte für manche Leute verschiedene Deutungen haben. Ich will euch sagen, was lebendig nicht ist, wenn wir über geistliche Sachen reden. Es ist nicht lebendig, wenn wir laut sind. Manchmal denken wir, es muss laut in der Gemeinde sein. Es muss Lärm geben. Und wir sagen, wow, diese Gemeinde ist lebendig. Oder, oh, sie haben viel getanzt. Es gab tolle Musik. Oh, diese Gemeinde ist lebendig. Tolle Musik, Lärm, viel Tanzen, viel Jauchzen ist nicht, was eine Gemeinde lebendig macht. Weil in Disco, es ist auch laut da, habe ich recht. Sie tanzen noch, habe ich recht. Wenn sie ein bisschen getrunken haben, sie reden noch Labalaba. Sie sehen fröhlich aus. So, lebendig heißt es, lebendig zu machen, lebend zu geben. Wenn eine Gemeinde lebendig ist, das heißt, diese Gemeinde gibt Leben. Aus dieser Gemeinde fließt Leben, das Leben Gottes. Darum hat Gott gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Und Leben im Überfluss. Warum? Denn aus dem Überfluss soll das Leben weiter zu
anderen fließen. So, was ist das Geheimnis einer lebendigen Gemeinde? Was ist es? Was Living Water Gemeinde? Gemeinde Jesu, Apostelamt Jesu Gemeinde, Corona Gemeinde, alle Gemeinde, Baptisten, Methodisten, Landeskirche, Lutherian. Was ist das Ding, was der Leib Christi lebendig machen wird? Dass Menschen, die Kontakt zum Leib Christi haben, werden Leben bekommen. Was ist das Ding? Jesaja sagte, ein Wort ist gegeben worden für Juda an Jerusalem. Lass mich 2, 3 Worte darüber sagen. Juda ist eine Person. Juda ist ein Lebensstil. Jerusalem ist ein Ort. Juda ist eine Person. Juda ist ein Lebensstil. Jerusalem ist ein Ort. So auf Deutsch gesagt, oder anders gesagt, weil wenn ich sage auf Deutsch, was sagen die bulgarischen Leute oder die englischen Leute? Anders gesagt, das Wort ist zu der Person gekommen, der einen bestimmten Lebensstil hat in einem Ort. Habe ich Deutsch gesprochen? Das Wort ist zu einer Person gekommen, die einen bestimmten Lebensstil hat in einem Ort. Was bedeutet Juda? Lobpreis. So, das Wort ist zu den Menschen gekommen, die Gott regelmäßig preist in einem Ort. Was ist Jerusalem? Jerusalem ist der Berg Gottes, das Haus Gottes, die Gemeinde Gottes. So, das Wort ist zu dem Mann, zu der Frau gekommen, die das Lebensstil des Lobpreises in der Gemeinde hat. Hat jemand mich verstanden? Weil, wenn du es so nicht sehen, du wirst denken, es ist für Jerusalem. Jerusalem, nicht für Leipzig. No. Was sagt das Wort weiter? Diese Prediger wie wir, Uhrzeit ist nicht unser Freund. Wissen wir das? Aber keine Sorge. Ja, Vers 2. Es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen, auf der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Gott sagt, bitte markiere das. Die Gemeinde Gottes, die der Berg des Herrn ist, der himmlische Jerusalem. Die Bibel sagt, in diesem letzten Tag, der Berg des Herrn wird hoch erhoben werden über alle anderen Berge. Und die Erfolg Gottes auf diesem Berg wird so groß sein, dass alle anderen Heiden werden zu dem Berg strömen. Bau dir mal ein Bild davon, dass Gott die Gemeinde so strahlen lassen wird, dass die Gemeinde, man kann die Gemeinde nicht mehr an der Seite schieben und die Gemeinde wird so groß und einflussreich sein, dass alle anderen Leute werden regelmäßig in die Gemeinde kommen. Wie viele Prozent von unseren deutschen Bürgern sind jetzt in der Gemeinde? Weniger als 5%. Weniger als 5%. Heute soll es ein bisschen warm sein, 10, 11 Grad. Man geht lieber spazieren, als irgendwo zu sitzen in einer Kirche, wo man irgendwas macht, was keine Freude macht, sagen sie. Es kommt aber eine Zeit, dass Leute werden auf Spaziergang pfeifen, weil sie zu dem Berg des Herrn gehen wollen. Sie wollen in das Haus Gottes gehen. Warum? Naja, sie kochen viel Kaffee und backen viel Kuchen. Ist das der Grund? Oder sie haben tolle Lobpreis. Oh, ihr Musikteam kann so genial. Wenn das Team singt, dann hast du Gänsehaut.
Oder, oh, der Pastor, voller Temperament, er kann gut predigen. Ohne die Bibel aufzuschlagen, er kann 100 Bibelstellen auswendig zitieren. Ist das der Grund? Lass uns weiter lesen. Vers 3. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinem Pfaden wandeln, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Halleluja. Sie werden kommen, um das Wort Gottes zu bekommen. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar heute. Unvorstellbar. Verstehst du mich? Im Bahnhof gibt es Stau. Straßenbahn ist voll. So LVB oder der Verkehrsbetrieb muss eine neue Straßenbahn organisieren, weil es strömen viele Leute Richtung Angerstraße. Und man fragt, wo geht er denn hin? Gibt es Fußball heute im Stadion? Nein. Wo geht er denn hin? Wir gehen in die Kirche. Kirche? Heute früh, was ist denn los da? Gibt es Essen? Nein. Was gibt in der Küche? Predigt. Predigt? Ja. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Es steht hier, wenn wir nicht anfangen daran zu glauben, werdet ihr das nicht sehen. Nun, ich sage euch unser Problem. Ich sage das noch nicht. So, haben wir das verstanden jetzt? Das ist Gottes Plan. Und das ist Gottes Plan für die Gemeinde. Und lass deine Nation, wo du bist, dich nicht stören. Das ist Gottes Plan für die Gemeinde. So, jetzt gucken wir Lukas 24. Lass uns Lukas 24 sehen. Am Ostersonntag, da gingen ein paar Frauen zum Grab Christi, um ihn zu salben. Maria Magdalene da war da und andere Frauen. Und die waren schon da und sie haben einen Engel gesehen, die denen gesagt hat, dass Jesus auferstanden ist. Und in Vers 10, 24 Lukas. So, sie sind den Engel begegnet. Sie haben leeren Grab gesehen. Maria Magdalene, die andere Maria, sie waren voller Freude. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Nun, Vers 10 sagt, es waren aber Maria Magdalene und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sind sie und die übrigen mit ihnen. Stopp mal. Stell dir mal vor, Johannes, Petrus, Bartholomew, Matthäus, Andreas, Philippus, sie sitzen traurig. Jesus ist tot. Und plötzlich kommt Maria. Plötzlich kommt Maria und Salome und alle. Und sagen, Petrus, Johannes, der Herr, er lebt. Er hat das gesagt. Wir sind einem Engel begegnet. Wir haben den Grab gesehen. Es ist leer. Ich würde erwarten, dass Petrus aufsteht. Wow, Halleluja. Ich würde erwarten, dass Matthäus anfängt zu tanzen. Ich würde erwarten, dass sie sich aufmachen und freuen. Vers 11. Die Bibel sagt, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Leute, die Grab leer gesehen haben. Leute, die den Meister auferstanden gesehen haben. Leute, die die Engel gesehen haben. Sie erzählen es andere Christen. Und die Bibel sagt, ihre Worte sind wie Märchen.
Kennt ihr, was Märchen ist? Märchen. Sowas erzählt man Kinder. Und die Kinder glauben es, weil es Märchen ist. Verstehst du mich? Die Kinder glauben das. Es ist Märchen. Und kannst du Märchen glauben? Niemals. Es ist für Kinder, um sie ins Schlafen zu bringen. Das ist der Zustand der Gemeinde Gottes heute. Du sagst jemandem über die Liebe Gottes. Du gehst evangelisieren. Es gibt jeden Sonntag ein Wort von Sonntag im MDR-Info. Wir haben Bischöfe und Priester. Wir haben das Landeskirche, wir haben Gemeinden. Nicht, dass wir nicht predigen, wir predigen. Manche Prediger wie ich schwitzen beim Predigen. Manche schwitzen nicht. Trotzdem, die Worte sind gekommen wie Märchen. Weil wir das Wort, weil wir die Leute nicht mehr erreichen könnten mit dem Wort Gottes. Darum machen wir Kaffee. Darum backen wir Kuchen. Und wenn sie kommen, wir setzen viel Energie jetzt auf Musik und machen verschiedene Lichttechnik auf der Bühne. Damit, wenn die Leute kommen, sie fühlen sich wohl. Und der Prediger lernt, wie man redet. Man kann das lernen, verstehst du mich? Ich habe leider nicht gelernt und es ist gut so. Wie man seine Predigt aufbaut. Wie man bestimmte Punkte benutzen kann, Menschen in die Stimmung zu bringen. Wir lernen jetzt, um Menschen zu bringen, Dinge, die tun, die den Menschen gefallen wird. Warum? Weil das Wort, was die Menschen brauchen, kommt wie Märchen. Und für uns das Wichtigste ist es, der Gemeindesaal ist voll. Am Krippenspiel, oh, Gemeindesaal ist immer voll, okay? Stimmt das? Sogar manche Gemeinden machen 3 Krippenspiele am Tag. Wenn du nicht rechtzeitig gehst, du kriegst keinen Sitz. In einem kalten Gemeindegebäude. Du musst da mit deinem Mantel sitzen. Es heißt Krippenspiel. Aber das letzte Krippenspiel, das ich sehen durfte, das ging nicht mehr um die Baby Jesus. Da ging es jetzt um Toleranz. Da geht es jetzt um Diskrimination. Das geht jetzt gegen Hass. Und die Leute sagen, ja, euer Spiel ist modern und aktuell. Es geht nicht mehr um das Jesus in der Krippe. Nicht mehr um den Weisen von Ferne, die den Stern gesehen haben. Und sie haben Jesus heimgesucht, um ihn zu segnen. Es geht nicht mehr darum, es geht darum, über Toleranz zu reden, über Dinge, Gleichheit zu reden, soziale Gerechtigkeit, ein Krippenspiel zu machen. Und Leute wollen das. Es geht nur darum, politisch korrekt zu sein. Warum sind wir so? Weil die Worte, die wir predigen, nicht mehr ankommt. Gott sagt nein. Nur das Wort kann er retten. Warum hat unsere Worte keine Kraft mehr? Kapitel 24, lass uns Vers 49 sehen. Oh mein Gott, die Zeit rennt so schnell. Kann man jetzt mal Joshua Wunder erleben? Wo wir sagen, Sonne stehen bleiben, Mond stehen bleiben. Kann man nicht Joshua Wunder erleben? Lukas 24, Vers 49. Jesus wollte gehen. Und er saß mit seinen Jungs. Und erlaube mir, auch mit den Mädels. Auch wenn man ihren Namen nicht genannt hat. Und er hat denen viele Dinge offenbart. Und er sagt, siehe,
ich sende euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus schaute Maria, Evangelistin Maria Magdalene. Sie predigt das lebendigste Thema der Welt. Der Meister ist auferstanden. Und es war ein Märchen. Und Jesus wusste, ohne eine extra Hilfe, diese Leute werden nur Quatsch erzählen und Leute werden sie auslachen. So, nicht predigen. Petrus, ich weiß, du willst rausgehen, sitzen bleiben, Petrus. Johannes, sitzen bleiben. Matthäus, bleiben. Ihr geht nirgendwo hin. Nicht rausgehen, bleibe hier, bis Kraft kommt, dann könnt ihr gehen. Und Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Die Bibel hat das wiederholt. Er sagt, ihr werdet Kraft bekommen. Nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann werdet ihr meine Zeuge sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. So, wir brauchen diese Kraft des Geistes, um zu bezeugen. So, in Kapitel 2, Apostelgeschichte. Sie werden noch mit mir? Weil wir wollen herausfinden, was ist das Geheimnis dieser Gemeinde in der Apostelgeschichte. In Kapitel 2, Apostelgeschichte, ab Vers 1. Sie haben angefangen zu warten. Die Bibel sagt, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. 2. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilte und sich auf jeden von ihnen setzte. 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. So, es passierte etwas. Das, was Jesus in Kapitel 1, Vers 8, Apostelgeschichte versprochen hat, ist geschehen. Und während sie warten auf die Verheißung, da kam eine himmlische Begegnung. Und sie fingen an, in Zungen zu reden. Darüber tiefer will ich nicht gehen. Und da kamen Leute zusammen und so, was ist das hier? Ihr redet verschiedene Sprachen. Es war unnormal. Plötzlich jeder redet. Manche reden Ibo, manche Hausa, manche Bulgarisch, jede Sprache wurde gesprochen durch die Gabe des Geistes. Und als Petrus sah, er fing an zu predigen. Petrus fing an zu sagen, hey Brüder und Männer, wir sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Sondern das ist es, was Prophet Joel versprochen hat. Und nachdem Petrus eine Rede gehalten hat, lass uns sehen, ob seine Predigt wie Märchen rüberkommen wird. Weil Petrus hat die erste Predigt gehalten nach Pfingsten. Vers 37, Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ich hoffe 37. Die Bibel sagt, als sie aber das hörten, drängt es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Das klingt nicht wie ein Märchen. Was ist der Unterschied? Dieselbe Predigt von Maria Magdalene, dieselbe Predigt hat Petrus gegeben. Bei Maria, es kam wie ein Märchen. Jemand sagt, naja, Frauen können doch nicht gut predigen. Shut up. Es hat nicht mit Frauen zu tun. Amen. Es hat nicht mit Frauen zu tun. Es fehlt Power hinter dem Wort. Was fehlt? Power. Es fehlt Kraft hinter dem Wort.
Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass du redest und die Kraft Gottes kommt durch das Wort und fängt an, die Herzen der Menschen zu berühren. Und Menschen kommen und fragen, was sollen wir tun? Was du bis jetzt fragen wir sie, was wollt ihr? Es ist keine Sünde, was ich jetzt erzählen will, aber wir haben Suggestion Box. Eine kleine Boxchen, wo Leute ihre Meinung einwerfen können in der Gemeinde. Meine Gemeinde hat das in Nigeria. So jeder kann seine Meinung schreiben. Und bei einer Gemeinde ist es gekommen, dass die Mehrheit sich beschwert haben, dass die Predigt zu lang ist. In anderen Gemeinden haben sie sich gesehen, dass die Mehrheit hat gesagt, der Pastor soll nicht zu viel Bibelstelle zitieren bei der Predigen. Und da die Gemeinde den gefragt hat, was sie wollen, der Pastor musste lernen, in 15 Minuten zu predigen. Der andere Pastor hat sich entschieden, nur 3 Bibelstellen zu zitieren bei einer Predigt. Warum? Wir haben den gefragt, was sie wollen. Nee, sie sollen uns fragen, was sie tun sollen. Verstehst du mich? Aber weil unser Wort kein Einfluss ausübt, weil unsere Worte klingen nur schon, kommt nicht in das Herz hinein und wir tun alles, sie zu gewinnen, was auch immer wir tun sollen. So viele von Pastoren wagen es gar nicht, einige Sachen zu sagen. Manche sagen nicht mehr Sünde. Das Wort Sünde sagt man nicht mehr. Nee, das ist ein Fehler. Es ist meine Schwäche. Hast du schon mal gehört? Es ist meine Schwäche. Nee, es ist eine Sünde, die dich in die Hölle führen wird. Habe ich jetzt mit der Liebe gesprochen? Aber der Grund, warum wir das nicht mehr sagen können, ist, weil das Wort, das wir predigen, ist nur leere Palette oder leere Schlauch. Lärm ohne Leben. Kein Wunder, die Bibel sagt, ich denke, 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 20 oder 2. Das Reich Gottes ist nicht nur in Worten, sondern in Kraft. So, wenn wir das ja wissen, I hope you are following. Wenn wir das wissen, dass es das Wort Gottes ist, dann werden wir alles tun, dass das Wort Gottes seine hohe Stelle bekommt. Was ist das Geheimnis einer lebendigen Gemeinde? Das Wirken des Geistes durch das Wort Gottes. A und O, fertig. Wir können jetzt nach Hause gehen. Das Wirken des Geistes Gottes. Als ich in Berlin war, in meinem Studentenleben, damals, also Pastor zu sein, hat mir geholfen, manchmal diplomatisch zu reden. Diplomatisch zu reden. Damals, ich war roh. Ich war noch Student, der Nigerianer. Ich sage es do. Sogar, ich wurde ein Thema bei dem Sektenbeauftragten in Berlin-Brandenburg. Dieser kleine Typ hier. Und der Gemeinde, die Jugendgemeinde, wo ich mit dienen durfte, irgendwann kam es raus, dass dieser Typ ist Charismatiker. Und dieser Diakon hat mich verleugnet, er kennt mich nicht. Ich habe bei ihm in der Jugendgemeinde nicht einmal, nicht zweimal gepredigt bei den Jugendlichen. Ich habe in seinem Gemeindehaus nicht einmal, nicht zweimal Programm veranstaltet. Aber um seinen Kopf zu retten, seine Arbeitsstelle zu retten, er sagte, ich kenne ihn nicht. Was hat er getan? Er hat gepredigt, dass wenn du Jesus in deinem Leben nicht hast, du gehst nicht im Himmel. Und das ist eine Schande für Leute, die getauft worden sind. Wie kannst du jemandem sagen, der getauft ist als Baby? Weil ich gesagt habe,
Was dich im Himmel bringt, ist nicht Taufe. Was dich im Himmel bringt, ist Beziehung zu Jesus Christus. Aber weil wir Leute nicht verletzen wollen, darum machen wir alles. Ich habe ein Erlebnis. 94, ich war ein Taxifahrer. Was heißt Taxifahrer? Ich hatte meinen eigenen PKW. Und als Student damals in Nigeria bin ich immer abends gegangen, um Taxi gemacht. Weißt du? Mal Leute geholt, billiger als normale Taxi. Man nennt es in meiner Sprache Kabu Kabu. Oder? Kabu Kabu, you know Kabu Kabu. Das sind Leute, die ihre Privatauto benutzen, Taxi zu machen am Abend, weil es keine Kontrolle gab von Polizei. Und die anderen Taxifahrer hassen uns, weil wir sind billiger. So an diesem Tag kam dieser junge Mann zu mir. Ich habe damals Honda Accord. Hey, kannst du mich irgendwo fahren? Ich will jemanden abholen, dann gehen wir zu diesem Hotel. Kein Problem. Ich habe ihm Pauschalgeld gegeben und das ist mal gut, wenn du Pauschaldienst hast. Der muss nur einen Dienst machen, gehst nach Hause. Das ist genug für den Abend. Und wir sind gegangen und er hat mir gesagt, er wird tun, als ob das sein Auto sei. Ich bin sein Chauffeur. Kein Problem, ich verdiene mein Geld. So, er ist gegangen, ein Mädel abzuholen. Und ich warte draußen im Auto und ich danke Gott, was für eine wunderbare Arbeit. Nur kleine Store habe ich mein ganzes Geld. Und er kam heraus, entsetzt und sauer. Ich kann mich noch gut erinnern. Im Auto, fahre los. Oh, ich bin sofort losgefahren. Ich weiß nicht, ich dachte, jemand jagt uns nach. Und er schimpfte. Oh, dieser Dummkopf, sie will nicht mit mir gehen. Oh, was wird jetzt meine Freunde bei mir sagen? So, sein Plan war, dieses Mädel zum Hotel zu nehmen, mit ihr Unsinn zu treiben. Und er hat schon seine Freunde erzählt, was er vorhat, wie manche Dummkopf-Männer machen. Und jetzt hat das Mädel ihm Nein gesagt. Und jetzt schämt er sich wie auch immer. Und ich fahre. Und ich habe so eine Predigt noch nie gepredigt. Ich habe gesagt, du redest wie ein Dummkopf. Das ist meine Kunde. Ich will Geld haben. Ich habe ihm Worte gesagt. Und ich habe erwartet, er wird sagen, stopp und aussteigen. Aber plötzlich höre ich, wie ein erwachsener Mann heult neben mir. Ich meine, manche Männer in Nigeria denken, Männer dürfen nicht heulen. Und so, mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Gott, hilf mir. So, ich habe ihn zu mir nach Hause genommen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er bei mir am Wohnzimmer kniet und sagt, what must I do? Was muss ich machen? Silvia, was ist los? Der Heilige Geist hat ihn gefangen genommen. Dieser Typ ist Christ geworden an diesem Tag. Hat es aufgenommen. Heute ist er gestorben. Durch Unfall. Ich kenne ihn. Ich habe ihn damals erkannt. Als Christ. Aber das Teil dieser Geschichte gefällt mir. Lass mich dieses Teil erzählen. Weil nachdem er Christ geworden ist, er war voller Freude, hat gestrahlt. Meine Abmachung mit ihm in Naira war 100 Naira. Okay? Aber aufgrund dieser Freude, er gab mir 300 Naira. So, es lohnt sich, Gott zu dienen, oder? Was ist los? Der Heilige Geist hat meine Worte benutzt, oder? Zu ihm zu reden und er hat sich bekehrt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen das Wirken des Geistes. Wir brauchen ihn. Der Unterschied zwischen Maria Magdalene Predigt und Petrus Predigt ist die Manifestation des Heiligen Geistes. Und nachdem der Geist gekommen ist, dann hörst du solche Worte. Während Petrus diese Worte redete, fiel der Geist auf alle, die hörten.
So, es geht nicht darum, wie toll das Thema ist. Es geht nicht mehr darum, wie eloquent der Redner ist. Es geht nicht darum, wie lange er geredet hat. Es geht darum, die Kraft hinter dem Wort. Jesus hat gesagt, die Worte, die ich rede, sie sind Geist und Leben. Wie aber können wir das schaffen? Wie? Dieser Typ hier kann 2 Stunden predigen. Dieser Mann hier kann viele Bibelstellen zitieren. Aber das ist nicht, was Leben bringt. Du Pastor auch. Deine PowerPoint-Arbeit ist gut. Aber das ist nicht, was Leben bringt. Die Gemeinde Gottes hat den Heiligen Geist verleugnet. Die Gemeinde Gottes hat den Geist Gottes keinen Raum geschenkt. Es ist Zeit, dass wir wieder den Heiligen Geist willkommen heißen. Ihm erlauben, in uns zu wirken und durch uns zu wirken. Bitte, bitte. Unser Ziel soll es sein, dass das Wort Gottes Leben verändert. Hör mal, ich habe nichts gegen Kaffee, okay? Wir geben weiterhin Kaffee, auch wenn es mir nicht schmeckt. Ich habe nichts gegen Kuchen, auch wenn ich das nicht backen kann. Ich esse gern mit. Ich habe nichts gegen Tee oder Kekse. Aber das soll nicht sein, was uns treibt. Kapitel 6, Apostelgeschichte, Vers 1. Es entstand ein Problem in der Gemeinde. Problem über das Essen. Es steht Streit. Einige Leute sagen, ja, die anderen essen mehr Kuchen als wir. Und Petrus sagte, warte. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und Tisch dienen. Wähle unter euch Menschen, die reif sind im Glauben. Und die sollen wir einsetzen für diesen Dienst des Kuchens und Kaffees. Wir aber wollen uns beschäftigen mit Gebet und dem Wort Gottes. Halleluja. Vers 7, Apostelgeschichte, Kapitel 6. So, die Gemeinde hat sich entschieden. So, die Leiterschaft der Gemeinde hat sich entschieden, nur Wort, Gebet und Wort. Und Kapitel 6, Apostelgeschichte, Vers 7 sagt Folgendes. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 7 sagt Folgendes. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine ganze Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das Wort breitete sich. Nicht Kuchen breitete sich. Nicht Kaffee breitete sich. Das Wort breitete sich. Und wenn das Wort mit der Kraft des Geistes kommt, die Zahl der Jünger wird sich sehr mehren. Es gibt Unterschied, Pavlina, zwischen Jünger und Christen. Es gibt Unterschied. Christen sind Leute, die an Jesus glauben. Christen an Glauben an Jesus. Aber Jünger sind Leute, die Jesus praktisch nachfolgen. Die Jesus praktisch, die sich bemühen, genau wie Jesus gelebt hat zu leben. Das sind Jünger. So, das Wort Gottes, Kapitel 8, Matthäus. Geh in alle Welt und mache sie zu Jünger. Steht es da? Geh in alle Welt und mache sie zu Jünger, Disciples, und lehre sie zu bewahren und taufe sie auf den Namen. So, unser Ziel soll sein, Menschen zu Jünger zu machen. Und die Kraft, die das machen wird, ist das Wirken des Geistes im Wort Gottes. Nun, lass mich andere. So, wie geschieht das?
Die Jünger hatten Hunger. Lass uns Jesaja 44 nehmen. Lass uns was sehen. Jesaja 44. Jesaja 44. Guck mal, lass uns Vers 1 gucken. Vielleicht gehen wir bis 5. Geh von 3 an. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deinen Sprösslingen. Ich werde Wasser auf das Durstige. Wer dürstet, der komme und trinke. Und das dürre Land bekomme Ströme. Ich werde meinen Geist ausgießen. Gott will seinen Geist ausgießen in diesem Raum, in seinem Leib. Die Frage nun ist, bist du durstig? Bist du durstig nach dem Geist Gottes? Oder du bist satt mit der Situation? Naja, Pastor Pascal, was will man noch? Wir kommen und wir werden gut begrüßt. Der hören wir tolle Lied. Ich muss sagen, euer Lobpreisteam ist jeden Tag besser geworden. Naja, bei der Ansage dauert es länger, aber die Predigt gibt mir Gänsehaut. Was will man mehr, Pastor Pascal? Und danach gibt es Kaffee und Kuchen. Was will man mehr? Wenn du so weit kommst, dass du sagst, es gibt nicht mehr, denn du bist nicht durstig. Wie erkennt man, wenn jemand durstig ist oder hungrig ist? Frag die Mamas. Wenn ein Baby hungrig ist, was macht Baby? Max. Mama wird alles hinlegen. Habe ich recht, Mamas? Mamas werden alles tun, das Baby zu stillen. Stimmt es? So, wie kann ich zeigen, dass ich hungrig bin? Durch meine Gebete. Wenn wir danach schreien, nach mir, nur 5% der deutschen Bevölkerung geht im Himmel, wenn Jesus heute kommt. Wenn Jesus jetzt kommt, nur 5%. Wie viel sind wir in Deutschland? Bevölkerung mäßig. Wie nochmal? 80 Millionen Leute. Was ist 5% von 80 Millionen? Mathematik, komm mal, schnell. Nochmal? 4 Millionen. So aus 80 Millionen, wenn Jesus heute kommt, da gehen 76 Millionen in die Hölle. Und wir sagen, uns geht es gut. Und wir fühlen uns wohl. Und wir beschäftigen uns noch mit meinen Kopfschmerzen, meinem Rücken, mein Geld. Und Leute gehen in die Hölle. Mehr als 70 Millionen Leute. Es ist Zeit, dass wir schreien. Wir brauchen keinen neuen Pastor. Wir haben wunderbare Pastoren in Deutschland. Glaub mir. Wir haben wunderbare Priester in Deutschland. Wir brauchen kein neues Lobpreisteam. Wir haben wunderbare Schwestern und Brüder, die Gott mit ihrem Herzen dienen. Wir brauchen nur Power hinter dem Wort. Und das Power hinter dem Wort kommt nur, wenn wir das Knie gehen und zum Himmel schreien nach Kraft. Wenn wir Hunger danach haben, da können wir diese Kraft haben. Warte Jerusalem. Und sie betete und fasteten und brechen Brot und Tara ist ausgegossen. Wenn wir uns hungrig zeigen, wenn wir den Himmel wissen lassen, dass wir durstig sind, dann kann Himmel gießen. Und ich sage dir, du musst nicht lange predigen. Du musst nicht lange predigen. Du musst nicht lange predigen. 93 unterwegs nach Weimar, von Jena nach Weimar. Ich habe da einen Predigtdienst, Student in Jena. Ich fuhre früh im Zug,
Regionalbahn. Ich sah diesen Mann, einfach nur da. Ist kein Problem, ist mir nicht auffällig, nicht besonders über ihn. Und ich komme zurück am Abend gegen 19 Uhr und ich sah den Mann wieder. Und irgendwas klickt in mir. Naja, ich denke, irgendwas passiert hier. Und ich bin zu ihm gegangen. Damals, ich habe in meinem Rucksack immer viele Bibeln zu verteilen. Ich gehe nie ohne Bibel, extra 4, 5 Stück Bibel. Und ich bin zu ihm neben ihm gesessen. Stell dir mal vor, mein Deutsch muss damals richtig schlecht sein, glaub mir. Ich wünschte, dieses Video im Himmel zu sehen. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Ja? Wenn Sie 2 Arbeiter haben, einer hat gut gearbeitet, einer hat nicht gut gearbeitet. Aha. Wer wird Belohnung bekommen? Naja, der gut gearbeitet hat. Okay. Wenn Sie jetzt sterben, gehen Sie im Himmel oder in die Hölle? Naja, wenn ich sterbe, ich will es nicht. Ich fing an, mit ihm zu reden. Bevor wir Jena ankommen von Weimar, dieser Mann hält Hand mit mir und hat Jesus aufgenommen. Und ich durfte ihm eine Bibel geben. Und mit einer guten Schrift etwas. Was ist los? Der Heilige Geist wirkte. Das soll ich noch mal ein anderes erzählen? Ich komme von Weimar nach Berlin. An dem Morgen früh habe ich gebetet, Gott, bitte, gib mir jemanden, mit dem ich reden kann. IR, Regionalbahn, oder RI, oder wie heißt es, RB? Wie heißt es? RB, Regionalbahn. Es gibt Interregio, IR, Interregio, die komische Sitze hatte. Ihr kennt Interregio, die ist so klein. In den 90er. Es war Interregio, 97. So, ich fahre zurück. Und es gab diese Abteilung, wo 6 Leute sitzen können. Und da saßen da 5 Leute und nicht 6, weil es war richtig voll. Und ich frage mich, mein Gott, was kann passieren jetzt? Ich kann nicht mit diesen 6 Leuten reden. Und bei Bielefeld irgendwo sind etliche ausgestiegen. Und da bleibt nur ich und einen Mann. Und ich sage mir, Gott, hilf mir. Wie kann ich mit ihm reden? Und der Mann sprach mich an. Fahren Sie auch nach Berlin? Ich sagte, ja. Und er sagte, da haben wir viel Zeit zu reden. Ich sagte, viel Zeit zu reden. Ich habe nicht angefangen, er hat angefangen. Und bevor wir in Berlin angekommen sind, ich darf mit ihm beten. Hat Jesus aufgenommen, ich habe die Bibel gegeben. Aber ich muss etwas sagen, weil es Eitelkeit ist, okay? Darf ich das sagen? Ein bisschen Eitelkeit. Das heißt Eitelkeit auf Deutsch. Er hat mir gesagt, Sie sind eloquent. Das hat mich gefreut. Weil ich habe mir gedacht, ich kann nicht reden. Was war da? Der Heilige Geist hat ihn organisiert für mich. Verstehst du mich? Und er hat mich angesprochen. Soll ich weiter reden? Ich ging Alexanderplatz zu predigen. Samstag 14 Uhr. Und ich kann nicht verstehen, an diesem Tag, ich konnte niemandem ansprechen. Ich war 2 Stunden lang auf Alexanderplatz in Berlin. Ich habe keinen Mut bekommen, jemandem anzusprechen, weil mein System ist, ich gehe immer zu Leuten. Und da kam eine Idee. Ich gehe zur U-Bahn-Station 8. Ich werde mich am Bahnsteig hinsetzen, Gleis hinsetzen oder eine Bank da. Und wer neben mir sitzt, ich habe gesagt, Gott bringt jemanden her, der neben mir sitzen wird und mich ansprechen wird. Ich habe mich hingesetzt. Und wirklich kam jemand. Sich neben mir gesessen, hat mich angesprochen. Ich durfte mit ihm beten an diesem Tag. Wir sind zufrieden hier. Da sterben Leute draußen. Aber mein Wunsch ist nicht, dass wir rausspringen. Nee. Mein Wunsch ist, dass wir Hunger nach Kraft haben. Dass wir schreien nach Kraft. Lass mich stoppen. Kann man die Kinder reinholen? Dass wir nach Kraft schreien. Du brauchst Kraft für dein Privatleben. Du brauchst Kraft. Wer durstet, der komme und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus diesem Leib wird Ströme lebendiges Wasser fließen.
Aber es kann nur fließen, wenn du durch dich zu ihm gekommen bist. Verstehen wir mich? Aber viele sind satt. Ich habe mein Handy, ich habe mein iPad, ich habe meine Frau, ich habe meinen Job. Was sucht man noch? Echt? Du bist nutzlos als Christ, wenn du nicht wie ein Licht leuchtet. Habe ich das mit Liebe gesagt? Ich sage das anders jetzt. Wenn du das Beste in deinem Leben erfahren willst, sollst du dich einsetzen, damit andere Leute durch dich Christus haben. Das klingt besser, oder? So, wir werden heute beten. Man drückt unseren Hunger aus durch Beten. Wenn ein Baby hungrig ist, was macht ein Baby? Schreit. Oder? Als Gott Mose nach Ägypten geschickt hat, Gott sagte Mose, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Und ich bin runtergekommen. Lass Gott unsere Schreien hören. Lass Gott unsere Schreien hören. Die Bibel sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, ein Gebetshaus sein. Wofür beten wir? Wir beten für Kraft. Dass Leute regelmäßig ja strömen und man fragt, warum gehst du immer jeden Sonntag in die Kirche? Und er sagt, wow, wenn ich nicht gehe, habe ich kein Leben. Nicht, naja, ich muss gehen, wenn ich jetzt nicht gehe, der Pastor ruft mich an. Wenn das der Grund ist, wir haben noch ein Problem. Liebe. Nur das Wort Gottes, hör mal zu, nur das Wort Gottes kann die Welt retten. Aber das Wort Gottes kann nur Zugang zu dem Herzen der Menschen bekommen, wenn das Wort durch die Kraft des Geistes unterstützt wird. Und die Kraft des Geistes kann nur ausgegossen werden, wenn wir dursten und danach hungern. So, lass uns stoppen. Bruder und Schwester, ich hoffe, du hast mein Deutsch verstanden. Bete. Wir werden hier beten. Nimm dir Zeit zu beten, schrei Gott. Gieße aus von deinem Geist über mich in unserer Gemeinde. Gieße aus von Kraft, damit dein Wort wieder Einfluss hat in dem Leben des Menschen. Ich bete für dich, dass der Geist Gottes diesen Hunger in dir erweckt. Dass Gott auf dich den Geist des Fürbitte begießt, damit du anfängst zu schreien nach Power, zu schreien nach Kraft. Damit, wenn du was sagst, die Kraft Gottes wird das bestätigen, was du gesagt hast. Ich bete für dich. Und ich weiß, dass Gott dir uns zusammengebracht hat. Er hat viel vor. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Gottes Segen im Gebet. Und ich prophezeie, wenn du da bleibst im Gebet und weiter hungrig bleibst, du wirst überrascht sein, wie Gott dich benutzen wird, Menge von Menschen ins Licht zu bringen. Gott segne dich. Shalom. Halleluja.